Hallo, ich begrüße euch. Das vierte Video zum Thema IT-Security bzw. Datenschutz und Sicherheit, das handelt im Wesentlichen von Cybercrime bzw. in der deutschen Übersetzung der Internetkriminalität. Dieser Begriff wird im Zusammenhang mit Computereinsatz oder Informationstechnikeinsatz und Internet häufig genannt. Dieses Video begleitet mein Online-Seminar, was ich für verschiedene Auftraggeber halte, und hat den Vorteil, dass seit einiger Zeit die Spracherkennung von YouTube so gut ist, dass 99% der von mir gesprochenen Worte fehlerfrei erkannt werden. Lediglich die Zeichensetzung und die Groß- und Kleinschreibung, die könnte man noch gelegentlich verbessern. Der Vorteil dieser automatischen Spracherkennung ist, dass man das, was ich hier vortrage, dann auch gleich in über 100 Sprachen übersetzen kann. Die Übersetzungen sind auch fast fehlerfrei. Für die wichtigen Sprachen Englisch und Französisch, da klappt das sowieso. Aber ich habe auch schon Bekannte und Freunde gefragt, wie es mit Finnisch oder Polnisch oder Chinesisch ist, und die sagten, das ist überraschend gut. Eigentlich werden nur sehr wenige Fehler gemacht. So viel zum Hintergrund. Das, was hier an ergänzenden Materialien bereitgestellt wird, das findet ihr im Übrigen in einer Excel-Arbeitsmappe. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung des Videos. Da gibt es dann eine Seite mit den Quellangaben. Start und Information ist die genannt. Dann gibt es eine Seite mit dem Transkript und den zugehörigen Übersetzungen in Englisch und Französisch. Und dann gibt es noch eine Vokabelliste. Da stehen alle Vokabeln drin, die über den einfachen Wortschatz hinausgehen. Da gibt es ja international den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen und dazu das Niveau B1. Bis zu diesem Niveau wird das Vokabular als bekannt vorausgesetzt. Alles, was darüber hinausgeht, findet ihr dann in der Liste. Und diese Liste ist nicht nur für diejenigen interessant, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, sondern auch für deutsche Azubis oder deutsche Studenten, die einen Teil der Ausbildung im Ausland machen wollen, zum Beispiel im englischsprachigen oder französischsprachigen Ausland. Da kann man sich also diese Vokabeln übersetzen lassen und auch erklären lassen. So viel zu den Materialien, schaut einfach mal rein. Jetzt komme ich zu den Kursunterlagen, habe ich ja auch schon in den vorangegangenen Videos erwähnt. 2 Materialien sind da erwähnt, die aber eher historische Bedeutung haben, aber für die Prüfung sehr wichtig sind. Und das, was ihr da lernt, das ist natürlich sowieso wichtig. Aber ich werde dann auch noch modernere Materialien empfehlen. Aber nennen wir sie einfach mal, weil sie für die Prüfung wichtig sind. Vom Herd Verlag gibt es eine Kursunterlage und da sind die ersten 15 Seiten frei zugänglich. Und die Seiten 10 bis 15 dieser Unterlage, die beschreiben das Thema, was hier also im Wesentlichen eine Rolle spielt. Cybercrime mit Social Engineering, Phishing, Pretexting, Skimming. Das ist da alles auf diesen Seiten beschrieben. Das, was auch empfehlenswert ist und was allgemein zugänglich ist, das ist die Seite Easy4Me in Österreich. Da ist vor allen Dingen das Glossar interessant. Die Prüfungsfragen, das sind im Wesentlichen Verständnisfragen, was man früher vielleicht als Vokabelarbeit beschrieben hat. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man diese Computerführerscheinprüfung macht. Diese Seiten, die könnt ihr euch also anschauen. Das, was ich aber für sehr wichtig halte, das findet man auf der Webseite vom BKA, beziehungsweise damit ihr seht, dass das hochgradig relevant ist, suche ich einfach mal mit einem Browser, in diesem Fall verwende ich Google Chrome, nach Cybercrime. Ich gebe es einfach mal an, Cybercrime, weil ich schon mal gesucht habe, findet man es auch sehr schnell. Und ihr seht hier auch gleich, es wird hier angeboten, dass ich diese Seite übersetze, weil das, was als erstes hier auftaucht, das ist die Beschreibung aus der Encyclopaedia Britannica.
Ja, und wenn ich das hier jetzt nicht auf Arabisch übersetzt haben will, sondern auf Deutsch, dann kann ich das hier einfach mal andere Sprache auswählen. Das geht bei allen von euch, die ein Google-Konto haben. Das hat man ja fast immer, wenn man schon ein Android-Handy hat. Und da wähle ich einfach mal hier Deutsch aus. Da ist es. Dann wird hier das, was von der Enzyklopädie Britannica kommt, ins Deutsche übersetzt. Auf jeden Fall empfehlenswert, diese 3 Zeilen sich durchzuschauen. Cyberkriminalität, auch Computerkriminalität genannt, die Verwendung eines Computers als Instrument für illegale Zwecke. Das ist fett gedruckt. Könnt ihr davon ausgehen, dass ihr das höchstwahrscheinlich auch schon finden werdet, wenn ihr eine Prüfungsfrage dann anstehen habt. Und dazu zählt Betrug, Handel mit Kinderpornografie, geistigem Eigentum, Identitätsdiebstahl oder Verletzung der Privatsphäre. Das sind die wichtigsten Punkte, die auch prüfungsrelevant sind. Ich möchte aber jetzt nicht auf die Enzyklopädie Britannica eingehen, sondern weiter unten mal schauen. Da haben wir nämlich hier die Seiten, die ich hier empfehle, weil sie hochaktuell sind und auch sehr professionell gemacht und auch gut verständlich. Das ist hier die Cyberkriminalität vom BKA beschrieben. Da klicke ich einfach mal drauf und da sehen wir das denn. Was ist Cybercrime? Das will ich jetzt hier nicht vorlesen, sondern ich will ja den Inhalt kurz moderieren. Lesen könnt ihr ja selbst, da braucht ihr nicht mein Vorlesen. Auf jeden Fall solltet ihr euch, ob ihr jetzt Deutsch als Muttersprache sprecht oder eben Deutsch als Fremdsprache, ihr solltet euch dieses Video anschauen. Das kann man leider nicht in eine andere Sprache übersetzen, geht also nur in Deutsch. Aber wenn ihr dann das nachlesen wollt, was im Video besprochen ist, dann könnt ihr euch diesen Text hier anschauen. Der ist ja hier zunächst in Deutsch, aber ich habe ja gesagt, ich will hier, dass ihr fächerübergreifend was lernt. Den Text, den kann man sich natürlich auch in jeder anderen Sprache, die von Translate Google unterstützt wird, anschauen. Und das sind weit über 100 Sprachen. Ich zeige das nochmal, wie das geht. Wenn man so einen Browser hat, da gibt es durchaus einige, die das können. Rechte Maustaste drücken, übersetzen in Deutsch steht hier. Und dann hat man hier oben so ein kleines Dialogfeld, so ein Pop-up. Und da kann man hier hingehen und da wählt man dann andere Sprache auswählen. Da wähle ich jetzt mal aus. Da habe ich jetzt rechts auf das kleine Dreieck geklickt. Und da wähle ich jetzt mal aus Arabisch, weil viele meiner Kursteilnehmer sind aus Syrien geflohen und haben dann meinen Kurs zur Berufsvorbereitung und im Nebeneffekt auch noch zum ergänzenden Deutschlernen. Wir sehen hier immer noch, dass es die Seite vom Bundeskriminalamt ist. Das hier kann ich jetzt auch mal wieder ausblenden. Rechte Maustaste kann ich es ja jederzeit wiederholen. Also BKA, aber jetzt alles auf Arabisch. Und das Video ist natürlich immer noch in Deutsch. Und das, was ich jetzt gleich erkläre, das ist eben entsprechend hier mit arabischen Beschriftungen versehen. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Sprache. Mit Chinesisch könnt ihr das machen oder Hindi, Französisch sowieso. So, wollen wir aber jetzt nicht hier mit Arabisch weitermachen. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Aktualisieren, Seite neu laden. Auf diese Schaltfläche zum Aktualisieren habe ich draufgeklickt. Dann wird die Seite sofort wieder in der Ausgangssprache angezeigt. Und da sehen wir dann, was Cybercrime ist. Schaut euch das an. Ich will jetzt hier nichts vorlesen, auch wenn das interessant ist, die Bekämpfung und die Zuständigkeiten und Cyberabwehrzentren, alles interessant, Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Zahlen, Daten, Fakten. Aber das, was wichtig ist für euch und auch für mich, weil ich könnte ja auch betroffen sein, ich bekomme jeden Tag Dutzende von Mails, die mich gefährden. Und jetzt gehe ich hier mal auf die Warnhinweise. Und da sehen wir die wichtigsten Warnhinweise hier oben. Warnhinweis Messenger-Betrug. Das gibt's. Da habe ich sogar einen Fall in meinem Umfeld hier in Kassel von den Hausmitbewohnern. Aber ich will jetzt erstmal zeigen, was ihr da findet. Ich habe darauf geklickt und das sollte man sich hier anschauen. Das hat es im letzten Jahr gegeben.
Hier sind dann auch Fallbeispiele genannt. Hallo Mama, hallo Papa. Ja, mein Handy ist kaputt, ich habe eine neue Nummer und die soll man dann eingeben. Und damit haben dann natürlich die auch schon die Daten, die sie brauchen. Und wenn ihr dann nicht schlau seid und gleich um einen Rückruf bittet, damit ihr die Sprache eurer Tochter Emma hört, das ist ja hier der fiktive Name, die Sprache, die ist nicht so einfach veränderbar. Wenn da ein Betrüger an der Leitung ist, dann erkennt man nicht die Emma, sondern man weiß, da ist ein anderer dran. Aber wenn man sich dann auf den Chat hier einlässt und man macht da weiter, dann wird man dann mehr oder weniger schnell dazu aufgefordert, dass man da eine Rechnung, die die Emma noch zu bezahlen hat, begleicht und ist auch hier beschrieben und dann ist das Geld weg. Schaut euch dieses Beispiel an. Es gibt sehr viele Menschen, die dann auf sowas hereingefallen sind. Ich selbst habe es ja eben schon gesagt, bei einer Hausmitbewohnerin aus China, da ist das passiert. Sie hatte glücklicherweise so viel Geld zu überweisen, also mehr als 10.000 Euro, sodass das Geld erstmal auf einem Sperrkonto wegen Geldwäsche geparkt wurde. Und dann hat sie sich noch rechtzeitig besonnen und um Hilfe gebeten und war auch dann bei der Polizei. Und die haben als erstes gefragt, wie viel Geld ist es dann? Und weil sie eben erkannt haben, dass der Betrag so hoch ist, dass das noch auf dem Sperrkonto bei der Deutschen Bank ist, konnte man das noch stoppen. Das ist dann nochmal gut gegangen, zumindest was den Verlust des Geldes betrifft. Aber meine Nachbarin, die war so verstört durch diesen Vorfall und dass sie sich da hat reinlegen lassen, dass sie ein Semester ihres Studiums verloren hat. Sie konnte sich, weil sie da nervlich so belastet war, sie konnte sich da in diesem Semester nicht mehr zur Prüfung anmelden und musste das wiederholen. Das ist also eine Sache, ist sehr ärgerlich. Das Bundeskriminalamt zeigt aber nicht nur diesen Fall, sondern es rät auch, was man hier machen sollte. Auf keinen Fall auf solche Geldforderungen eingehen. Das ist also hier beschrieben. Auch das, wenn man schon Opfer geworden ist. So, das will ich also jetzt hier einfach mal so stehen lassen. Könnt ihr euch ja selbst anschauen. Eine sehr wichtige Sache. Und weil ich eben im Umfeld Betroffene habe, da war das auch sehr spannend. So, jetzt haben wir den Warnhinweis zum Messenger-Betrug gelesen. Es gibt hier aber noch mehr. Die sind ja hier chronologisch absteigend sortiert. Digital Skimming. Skimming ist auf jeden Fall ein Begriff, den ihr bei der Prüfung auch wissen müsst. Aber hier geht es dann um Digital Skimming. Eine ganz neue Masche, die dann bei Herd Verlag im Buch und auch nicht auf der Seite aus Österreich, auf Easy4Me enthalten ist. Digital Skimming, das Bundeskriminalamt warnt vor manipulierten Webshops. Die ganz Großen sind da eher nicht dabei, aber bei Webshops mittlerer und kleinerer Größe, da kommt das vor. Diese kleinen und mittleren Webshops, die haben standardisierte Software, die oft eingesetzt wird. Im Video, was ich vorhin erwähnt habe, hier vom BKA, da ist sehr gut beschrieben, wie diese Netzwerke der Kriminellen zusammenarbeiten, um dann beispielsweise so eine Shop-Software zu infiltrieren mit ihrer Schadsoftware und wie man das nutzt. Schaut euch das hier an. Das ist also eine echte Gefahr, sonst wird ja hier nicht davor gewarnt. Vor allen Dingen im Zusammenhang, wenn hier Kreditkarten einsetzt. Ja, da hat man also hier die Schutzmaßnahmen. Auch die Webshop-Betreiber könntet ihr ja auch sein, also mit relativ kleinem Aufwand kann man selbst so einen Webshop betreiben. Da sollte man also auch Vorkehrungen treffen. Ganz wichtige Sache, Digital Skimming. Dann gibt es sogar betrügerische E-Mails, die angeblich vom Bundeskriminalamt kommen. Und das ist natürlich schon eine Sache, man muss vor sich selbst warnen. Das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass ihr eine Mail vom BKA bekommt, wahrscheinlich nie, sondern da würden die schon persönlich erscheinen. Oder man würde eher eine klassische Post verschicken, wenn das jetzt nicht ganz dringend ist. Hier ist beschrieben, wie eine Mail, die angeblich vom BKA-Präsidenten Holger Münch stammt, wie die aufzufassen ist, wie man die interpretieren sollte.
Und da gibt es hier eine Klarstellung, sollte man auf jeden Fall lesen. Es wird keine Bank geben, kein BKA, keine Polizei, die solche Mails verschickt, um euch vor irgendwas zu warnen. Das ist also ganz wichtig. Schaut euch das an. So, dann das nächste. Kann ich also auch selbst nachempfinden, genau wie fast alle Männer, die eine E-Mail-Adresse haben, die vielleicht irgendwo bekannt ist. Hier steht Sextortion oder Sextortion. Bundeskriminalamt warnt vor sexueller Erpressung. Das ist ganz einfach. Es wird sehr viele Menschen geben, die sexuelle Vorlieben haben, die ihnen vielleicht peinlich sind, wenn das andere erfahren. Und wenn man dann an alle Menschen so eine Mail schickt und so ein Erpresserschreiben, dann gibt es vielleicht auch einige darunter, die solche Taten begangen haben. Bei mir wird dann zum Beispiel gesagt, du hast vor laufender Kamera, das heißt die Webcam haben sie eingeschaltet mit ihrer Software, hast du onaniert, während du dir Kinderpornos und anderen Schweinkram angeguckt hast, zahle mal Bitcoins über diesen Link. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, das lösche ich sofort, weil ich sowas nie machen würde. Und das ist also eine Sache, wer weiß, dass solche Kriminelle einfach sagen, es gibt vielleicht 10% Kriminelle, die solche Kinderpornos sich anschauen und vielleicht dann auch noch so dusselig sind, wenn sie dann onanieren, dass sie da ihre Webcam nicht abkleben und dann kriegen die einen Schreck und zahlen. Ja, und das ist also hier beschrieben. Man sollte also sehr vorsichtig sein. Auch vor anderen Dingen wird hier gewarnt in diesem Zusammenhang. Ich will euch hier gerade mal so ein Beispiel zeigen, wie das aussieht. Bei mir landet das natürlich gleich im Spam-Filter. Hier ist eine Tanja Geisler. Wahrscheinlich gibt es die überhaupt nicht. Und auch hier oben diese Adresse, die ist sehr merkwürdig. Diese Firma Xulios, wahrscheinlich so eine Plattform angeblich, wo man sich verabreden kann. Die wird es wahrscheinlich gar nicht geben, will ich aber auch gar nicht ausprobieren. Aber was steht hier drin? Guten Abend, schön dich hier zu treffen. Also man fängt schon mal so an, Social Engineering. Da ist also jemand, der freut sich endlich mal so persönlich angesprochen zu werden. Ich bin Tanja, 36 Jahre alt und ein echtes Naturkind. Und dann geht es dann hier so weiter, ist also durchaus in ansprechender Sprache beschrieben, wie man vielleicht Kontakte anbahnt. Und dann ehrlich und offen, humorvoll. Und dann gibt es hier Bilder, die man sich anschauen kann. Ja, und dass sie hier lecker kocht, steht hier auch und verbringt Zeit mit Familie, aber sie möchte eben was Neues haben. Und dann hier unten noch so ein bisschen auch Richtung Social Engineering, wenn du dazu noch humorvoll, ehrlich und offen bist, also wer möchte das nicht sein, dann bist du bei mir genau richtig. Schreib mir doch einfach hier über die App und wenn man da draufklickt, dann ist man schon reingefallen. So, da will ich also jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr seht hier, bei mir landet sowas automatisch im Spam-Ordner. Da sind noch weitere Sachen drin. Genauso wie hier oben, das ist ja E-Commerce, letzte Chance, nur 29,95 € statt 99,83 €. Da kann man schon mal draufklicken und dann ist man vielleicht in so einem Shop, wo mir dann auch eine Schadsoftware untergeschoben wird. Ich bin leider betroffen, weil ich mit dem Impressum genannt bin und da bekomme ich häufig solche Mails, hält mich täglich etwa 1 Minute auf. Das denkt man ist nicht viel, aber wenn das Jahr 360 Tage hat, dann sind das etwa 6 Stunden, die ich mit solchem Quatsch verschwende. So, gehen wir mal zurück. Bundeskriminalamt ist immer noch das Thema. Sextortion hatten wir hier. Dann gibt es hier noch betrügerische Jobangebote und ja, erneut Warnhinweise vor betrügerischen BKA-Mails. Also die Liste ist hier sehr lang. Ich gehe mal zurück und da sind wir wieder. Eine weitere Adresse ist natürlich auch die Wikipedia und da kann man sich natürlich auch sehr umfassend auf der englischsprachigen Wikipedia informieren. Habe ich ja schon gesagt, heutzutage gar kein Problem mehr, weil man mit der rechten Maustaste die deutsche Sprache sehr gut übersetzt bekommt. Die englische Wikipedia, die ist deshalb interessant, da sieht man, dass da auch ganz interessante Sachen auftauchen, die wir hier in Deutschland gar nicht haben dürften. Zum Beispiel eine Liste mit Kriminellen,
die hier mit Namen genannt werden und Taten. Wir haben uns jetzt mit den Materialien beschäftigt, die bereitgestellt werden. Ich habe sie moderiert, habe vor allen Dingen das deutsche Bundeskriminalamt erwähnt. Falls einige Zuhörer aus Österreich kommen, dort gibt es auch ein Bundeskriminalamt. Das ist ähnlich, was es dort an Informationen gibt. Und was man sich auch anschauen sollte, wenn man so an historischen Taten interessiert ist, da gibt es auf der Seite Easy4Me eine ganze Menge interessante Informationen mit Fallbeispielen und Ransomware-Attacken. Da habe ich ja hier schon mal erwähnt, das, was hier in Sachsen-Anhalt passiert ist, sollte ich vielleicht noch mal zum Schluss tun, damit ihr also, wenn ihr irgendwo in der Firma seid, besonders vorsichtig seid. Anhalt-Bitterfeld, Hackerangriff, gebe ich hier mal ein. Und da haben wir dann hier auch die Informationen dazu. Gibt es also 498.000 Ergebnisse. Ich gehe jetzt mal auf die Neuigkeiten zu diesem Thema. Und da steht dann in der Mitteldeutschen Zeitung, kann man ja mal kurz drauf gehen, ein halbes Jahr lang, bevor das dann passiert ist, diese Erpressung, wurde der Landkreis Anhalt-Bitterfeld schon ausspioniert. Das ist hier am 2. Februar diesen Jahres dann in einem Bericht beschrieben. Will ich also jetzt nicht näher drauf eingehen. Es hatte gravierende Folgen, könnt ihr euch selbst anschauen, wenn ihr nach diesem Begriff Hackerangriff Anhalt-Bitterfeld mal sucht. Damit will ich jetzt zum Ende des Videos kommen. Ihr müsst euch ja das auch anschauen können. Falls ihr zur Gruppe der Lehrer oder Ausbilder gehört oder anderen Menschen helfen wollt, sich mit der Thematik, auch mit der Thematik Deutsch als Fremdsprache zu beschäftigen, dann könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen. Ich habe hier eine Seite angelegt, die wird hier genannt. Auch die Möglichkeit, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Das wäre es, was ich in diesem Video mitteilen möchte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.